Knaus Vansation. Das war auch so ein Ding auf der Messe in Düsseldorf. Leute sind da wirklich drüber hergefallen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist ordentlich. Diesmal ein teilintegrierter. Wir haben viele Kastenwagen bisher gezeigt. Das ist ein sehr schmales Modell. Das heißt, er ist nur so ein bisschen verbreitert. Man sieht es ja an den Spiegel, Leo, oder? Ja, genau. Also man sieht das deutlich hier an der Wulst. Also der Übergang praktisch vom Chassis zum Aufbau. Dass der halt deutlich schmaler ist und auch natürlich auch an den Außenspiegel. Die sind dann nicht ganz so lang. Das ist ein Riesenunterschied zum Kastenwagen, obwohl die Handlichkeit beim Kastenwagen eigentlich identisch ist, muss man sagen. Also es sind nur wenige Millimeter mehr, aber der Innenraum, das kannst du nicht vergleichen. Nee, also durch die 15 cm, die ich außen ja mehr habe, in Anführungsstrichen, ist das deutlich mehr gefühlter Innenraum. Das ist so wahnsinnig, auch zum nächstgrößeren. Man kann hier alle erleben. Ihr habt ja noch größere Modelle, oder, von Knaus? Ja, wir haben auch die auf 7,50 Meter basieren, dann 2,30 Meter breit sind. Die hätten wir auch. Ist das ein neuer Trend jetzt, dass die Leute sagen, statt jetzt ein Kastenwagen ein kleiner teilintegrierter? Ja, definitiv. Gerade die neu damit anfangen, wollen was Schmales, Kompaktes haben, bis 7 Meter. Das hat sich wirklich so eingebürgert, kann man schon fast sagen. So, ich habe gestern in der Werkstatt gefragt, die haben mich ganz blöd angeguckt. Was, du hast keine Sattanlage auf dem Dach bei Morelo? Warum machst du das? Hier ist eine Sattanlage drauf, aber im Kastenwagenbereich wenig Sattanlagen, ne? Ja, definitiv. Im Kastenwagenbereich ist die Tendenz eher geringer, mit Sattanlagen ausgestattet. Ändert sich aber hier bei Teilintegrierten ganz stark. Länge? Hier sind wir bei 6 Meter und 89. Breite? 2,20 Meter. 2,20 Meter. Das sind die entscheidenden Zentimeter, die du zum Beispiel in Italien durch die Innenstadt noch kommst. Ja, genau. Oder durch Südfrankreich. Ne? Durch Südfrankreich, die da ist. Aber auch das Thema, kriege ich einen Platz oder nicht, gerade wenn die Plätze überbucht sind, wird oft gerne gefragt, was ist das für ein Auto, wie ist das? Und da kann man immer noch sagen, es ist ein kleiner Kastenwagen. Ist ja so eigentlich, oder? Ja gut, ist schon ein teilintegrierter, aber grundsätzlich kriegt man mit dem Platz. Ne? Bisschen flunkern, damit ich einen Platz kriege, weil die Länge ist ja jetzt auch nicht viel länger. Das Material, aus was ist das gebaut? Die Seitenwände ist Alu? Ist Alu, genau. Alu-Heck ist auch Alu und das Dach ist mit GFK gestärkt. Das heißt, es ist hagelunempfindlicher. Das ist so. Alu ist natürlich sehr, sehr schön. Du kriegst damit unglaublich tolle Oberflächen. Ist ein bisschen empfindlich, man kann es aber prima ausbessern. Das heißt, spachteln, schleifen, lackieren geht, oder? Ja, das geht. In Teilbereichen geht das auf jeden Fall. Und das kann man dann wieder hinkriegen. So, Werthaltigkeit hier bei den Fahrzeugen, Knaus, hast du ein gutes Gefühl, weil ihr habt ja auch eine Vermietung. Ja. Nach 1-2 Jahren kriegt man noch Geld für, wenn ich mich zum Beispiel entwickle nach oben? Ja, definitiv. Also die sind sehr, sehr wertstabil. Dadurch, dass wir jetzt im Markt sind, der jetzt nicht so viel nachliefert, bleiben die Preise für die Gebrauchten enorm stabil. Leute sagen, oh je, das Jahr 2023 wird der ganze Markt zusammenbrechen, die Fahrzeuge werden nur noch die Hälfte kosten. Was ist dein Feeling? Du merkst das hier am Platz? Nee. Also der Markt wird noch nicht zusammenbrechen. Der wird sich natürlich anders aufstellen, aufteilen müssen. Das wird sich mit der Wirtschaftslage ändern. Wir werden dann halt in der Zukunft dann mal sehen, wo wir dann da landen, aber noch zu spüren ist es nicht. Ja, du hast zu mir gesagt, alles so bis 100.000 läuft extrem gut, über 200.000, da, ich sag mal, haben die Leute vielleicht auch das Geld gespart, wollen das jetzt machen, weil du kannst ja je nach Alter, kannst es ja nicht mehr aufschieben. Du kannst ja nicht sagen, ich mache es in 10 Jahren. Wenn du vielleicht jetzt, du bist 67, mit 77 machst du es vielleicht nicht mehr. Ja, es spielt eine Rolle die Gesundheit mit, ne? Und jeder weiß und merkt, wie schnell das sich umdrehen kann, ne? Du bist jung, wie alt bist du? Ich bin 36. 36. Wenn du hier die Preise siehst, die teilweise aufgerufen werden, da schaudert es dir, oder du bist wahrscheinlich nicht aus dem Haus mit Multimillionären geboren? Nein, aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie bin ich. Preis von dem, wie liegt der ungefähr? Der liegt jetzt bei 72.000. Ist schon viel Geld, oder? Das ist wahnsinnig viel Geld. Ne? Ja. Kriegt man da ein bisschen was für bei Knaus? Da kriegt man einiges für. Also ganz nackt ist er nicht. Also wir haben den hier schon vollumfänglich ausgestattet. Also wenn du ja guckst, ihr verkauft hier Träume für 500.000, 600.000, 700.000 Euro. Dafür würde ich dann 10 VNTIs kriegen. Der kann all das, was ein Morelo kann eigentlich. Der hat ein Bad mit drin, eine Küche mit drin, ein Bett mit drin. Ja, der hat sogar die gleiche Umgebung, wenn man da hinfährt, und die gleiche Aussicht. Sogar der gleiche Konzern. Genau. Das ist streng genommen, ja. So ist es, ja. Ja, wir schauen mal hinten rein. Das Ganze kann mit Luftfederung später aufgewertet werden. Das kann man ja. Im Nachgang kann man das immer noch aufwerten oder ab Werk natürlich auch mit bestellen.
ist das? Bitte mal öffnen, dass wir das mal sehen. Denn der hat natürlich im Vergleich zum Kastenwagen ein ganz anderes Konzept. Ich nehme an, der hat Längsbetten hier in dem Fall. Ja, genau. Wir haben hier ein Längsbettenfahrzeug mit einer großen Garage. Natürlich toll, oder? Mit 2 großen Klappen, beidseitig zu öffnen. So, du bekommst also hier E-Bikes mit rein, teure Bikes, die du nicht draußen stehen lassen möchtest. Deswegen ist auch kein Heckträger drauf. Genau. Wir lassen das immer den Kunden dann über, wie er seine Räder transportieren möchte. Möchte er es drinnen transportieren? Ja, auch immer noch die Möglichkeit, einen Träger oder auch eine Anhängerkupplung nachzurüsten. Gibt es den auch mit Dieselheizung? Den gibt es nicht mit Dieselheizung. Also Gas in dem Fall. Gas oder Elektro. Das Elektropaket ist bestellbar, oder? Das ist bestellbar, ja. Ja, Vansation, hier vorne steht er. Mach mal bitte zu. Hier unten so ein kleines Detail, da ist noch eine Alukante mit drin. Das Ganze soll ja auch schick aussehen. Ich schließe also auch schön ab. Wenn ich das jetzt auch schließe, habe ich das Gesamtbild wieder. Oh, mach noch mal zu, das Geräusch ist schön. Das ist auch zentral verriegelt, das heißt, du hast insgesamt 2 Schlösser. Ich habe 2 Schließsysteme, habe aber eine Einhandbedienung. Und das macht das auch nochmal aus. Ja, ich habe nämlich immer irgendwas in der Hand, wenn ich das aufmache. Und wie du siehst, haben wir auch immer 2 Dichtungen. Also Knaus hat immer 2 Dichtungen verbaut. Ja, der Vorteil ist, dass sie dieses Klappenmaterial wahrscheinlich verwendet haben aus dem Ausschnitt. Wenn du 2 Dichtungen hast, bleibt sauber und du schmeißt das nicht weg. So ist es, genau. Also in puncto Nachhaltigkeit legt man da ganz großen Wert. Warte, du machst mal zu, ich gehe mal an die Stelle, wo es Klack macht, weil das klingt gut. Ja, so, es muss so klingen, oder? Ja, das ist Automotiv, so. Ja. So, hier, was ist da? Hier haben wir die Gasflaschen. Ist offen. Offen, genau. So 2x11. Mit einer Duo-Control verbaut. Die sitzt noch ein bisschen weiter oben. Sag mal, Gastankflasche, ist das ein Thema, wo Leute schon mal fragen? Fragen, aber wir verbauen sie nicht. Und, dann Zulassungsproblem, glaube ich. Genau. Also ist nicht so ganz genau geklärt. Wir nehmen die Flaschen auch nicht ab. Also wenn man es ganz genau nimmt mit dem Gassystem, dann ist es nicht rechtens. So, das bedeutet also, wenn das jemand unbedingt machen möchte und jemand meint, er muss es in Deutschland einbauen, dann kann man das machen. Aber ich glaube, das ist so zulassungsmäßig von außen betanken und so. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Genau. Und ihr seid letztendlich für das Inverkehrbringen dann eurer Einbauten auch haftbar, oder? Ja, selbst der Monteur ist eigentlich haftbar, weil er macht die Gasprüfung und der steht dafür mit seinem Namen dazu. So, Gastank ist wieder was anderes. Der steht im Fahrzeugschein drin, der ist abgenommen, TÜV abgenommen. Und der ist halt richtig mit dem Chassis verbunden. Und das sind die Flaschen natürlich nicht. Kann der Gastank hier eingebaut werden? So ein kleiner? Hier jetzt nicht, nein. Nicht? Okay. So. Ich finde das gut, dass du ehrlich bist. Dass du sagst, na, wir gucken mal vielleicht. Nee, sagst eher nein. Nein. Gut. Sehr schön. 2x11 Kilo, kommt man da weit? Ja, das reicht völlig. Also wenn man bei niedrigen Temperaturen kommt man mit einer 11er eine Woche locker mit hin. Wer sowas noch nicht erlebt hat, das ist ein Tauschsystem. Also es gibt ja rote und graue Flaschen. Die grauen Flaschen kriegst du deutschlandweit. Wie sieht es aus im Ausland? Gibt's da Adapter oder wie läuft das? Genau, also es gibt Adaptersets fürs europäische Ausland, die man sich dann besorgen kann, um dann halt in Spanien oder in Norwegen dann auch dort die Flaschensysteme nutzen zu können. Ja, als die Firma Seitz diese Fenster erfunden hatte, waren sie noch nicht Teil von Dometic. Und wir haben nämlich ein Auto gefilmt, da sind die schon drin. Ein sehr, vielleicht hast du ihn gesehen, den Knaus. Ja. Bitte noch nichts sagen, da gibt es ein eigenes Video zu. Hier ist ein AES-Kühlschrank mit drin, mit hohem Kamin. Das ist auch ganz wichtig. Ja, mit 2 Auslässen, mit 2 Lüftungsgittern, das auch genug Zuluft bekommt. Niedriger Einstieg, für viele Leute ganz wichtig. Trotzdem viel Bodenfreiheit. Das heißt also, er ist auch schlecht wegetauglich. Gerade Zufahrten in Südfrankreich sind auch nicht immer geteert. Das geht hier mit dem Auto. Bodenfreiheit ist da. Die Bodenfreiheit ist da. Ich habe immer diesen Coupé-Einstieg. Ich habe hier auch eine sehr schöne breite Tür von 70 cm. Ist ja irre breit. Genau. Die ist wie im großen Liner so breit. So ist es, genau. Habe ich noch nie gesehen. Coupé-Einstieg und XL breite Tür. Genau, man hat keine Stolperkante, man geht treppenförmig in sein Reisemobil rein. Und das macht auch muss ich mal gerade wirken lassen. Was Knaus gerne macht, sind so kleine Gadgets. Das ist die Tasche, die bei den Messen immer gern geklaut wird. Aber es ist auch dieser Schirmhalter, der mit drin ist. Da kommt der Knaus-Schirm rein. Gibt es einen Knaus-Schirm? Ja, sicherlich. So, dann das Fenster mit drin. Hier oben sind noch 2 kleine Haken drin, dass ich die Kleider aufhängen kann. Das Ganze ist Gasdruck gefedert, dass mir die Tür nicht gleich entgegenkommt beim ersten Windzug. Genau, und das kriegt man bei der optionalen Premium-Tür. Da hat man den Feststeller drin, dann hat man die innenliegenden Scharniere auch. Das sieht man auch schön, wenn ich die nochmal zumache. Dann ist das alles schön clean, alles
innenliegend. Also das sind die Details, auf die man achten kann. Denn das sind quasi außenliegende Scharniere. Das ist natürlich an der Tür nicht so schön, weil da komme ich natürlich öfter dran vorbei. Es gibt auch eine Garantie, 2 Jahre aufs Fahrzeug und wahrscheinlich 35 Jahre auf, oder? Nein, 10 Jahre auf Dichtigkeit. Auf Dichtigkeit. Da muss ich einmal im Jahr zu euch. Genau, Geht das auch bei dem Partner von Knaus? Ja, es geht europaweit. Also selbst wenn man dann überwintert in Spanien, kann ich natürlich das auch beim Knaus-Partner in Spanien machen. So, da ist der Insektenschutz. Und geh ruhig mal vor. 1,83 ist der Leo heute. Licht wird angemacht, denn der ist richtig schön ausgestattet. Ich sehe schon, wir haben einen großen Fernseher mit drin, von Oyster direkt. Vieles ist beledert. Ich hatte Knaus gar nicht so als High-End in Erinnerung. Also mein letzter Stand war so 2017. Okay. Da war das alles noch ein bisschen rustikaler. Also man hat jährlich immer die Modellpflege vorangenommen und die immer positiv geändert und immer hochwertiger, weil die Ansprüche mit der Zeit auch immer hochwertiger geworden sind. Also die 17er, die ich hatte, die waren schon... Also gut, das war damals eine andere Zeit. Also der Boom war noch nicht so da. Ich glaube, die Leute waren vielleicht noch nicht so ganz so anspruchsvoll. Es hat ein bisschen mehr geklappert alles. Das ist, glaube ich, ganz geändert worden. Also man sieht hier vorne, zum Beispiel ist hier, das Bad ist gar nicht fest verbunden oben. Ja, genau. Und damit es halt einen gewissen Spiel hat, dass es halt nicht knarzt bei jeder Fahrt. Überall, wo es sich bewegt, sind nochmal kleine Folien drunter oder ich sag mal solche Schutze drunter, dass es nicht knirscht. Genau. Das wird da nochmal mit unterfüttert, dass das nochmal dagegen wirkt. So, das ist eine ordentliche Klappe. Silvi ist mit eingebaut. Was kann man hier dran machen? Silvi, da gibt es spezielle Gläser zu oder Gewürzhalter, die ich dann hier über einen Magnet, der hier eingebaut ist, dann dran setzen kann und während der Fahrt fixieren kann. Sehr goldig. So, und dann der Küchenblock ist so leicht angeschnitten, dass ich auch wirklich meine Durchgangsbreite in voller Breite habe gerade. Der ist dann quasi schräg angeschnitten, der läuft hier spitz zu. Und dadurch habe ich hier dann eine bessere Durchgangsbreite. Wir waren eben MAN, Kastenwagen haben wir geschaut. Der Durchgang war sehr, sehr schmal. Genau. Das ist was ganz anderes hier, obwohl der von der Breite ähnlich ist, oder? Ja, definitiv. Also wir sprechen hier gerade mal im Innenraum von 10 cm plus. Ja, das macht es dann aus. Auch die Schubladen riesig. Boah, das macht total Lust, darauf den mal auszuprobieren. Hubstützenanlage, wird das eigentlich gefragt in der Klasse? Seltener, aber wir haben den einen oder anderen doch mit der Hubstützen hier drin. Das ist auch immer eine Gewichtsfrage. Was wiegt der Lea? 3 Tonnen? 3 Tonnen. Ja, also ca. 500 Kilo. Der Fahrer ist aber mit drin? Der Fahrer ist mit drin in der Berechnung, okay. Ja. Hängt aber davon ab, wie er ausgestattet ist. Also kann auch mal ein Plus-Minus sein. Denkst du, 4,25 kommt? Ich würde es hoffen. Ich Ja. würde es hoffen, dass die Regelung kommt. Ne? Dass die Leute also mit dem B-Führerschein auf 4,25 fahren können. Ist der vorbereitet? Kann man den auflasten ein bisschen? Den kann man auf 3650 auflasten oder in Verbindung mit einer Luftfederung auf 3850. Okay, also nochmal 350 Kilo mehr. Ich glaube, dann sollte es auch lang, oder? Mit Ja. 800 Kilo, die du dann mitnimmst. Das langt eigentlich. Eigentlich ist der auch wirklich so konzipiert, dass man mit 3,5 Tonnen und einer sehr guten Ausstattung auskommt. Also ein ehrliches 3,5 Tonnen Fahrzeug. Ein ehrliches Fahrzeug. Ja. Gut, mach mal bitte unten auf, so eine Klappe. Da mal reinschauen können, wie tief das Ganze ist. Das ist, guten Morgen, sehr, sehr tief. Und dann siehst du hier also nochmal das Bussystem, was hier drin ist. Das heißt, du hast Schalter und kannst das ganze Lichtsystem kannst du komplett vom ganzen Wagen aus steuern. Genau, mit Symbolik, dass ich nicht einfach willkürlich irgendeine Taste drücke und gucke, was passiert. Also Sitzbank, da ist der Topf für die Küche. Genau, Dann das einmal machen, dann geht hier das Licht dann auch in der Küchenbereich dann auch an. das funktioniert in der Das Praxis. funktioniert, ja. Okay. Weil die Leute immer sagen, oh, Schalter habe ich lieber, da weiß ich, was passiert. Aber gut, wir reden ja 22, iPad und so. Das Wollte ist ich so. grad sagen. Es gibt keine App-Steuerung oder für das? Eine App-Steuerung gibt es so nicht, nein. Aber einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank gibt es. Wir haben einen großen Kühlschrank, 142 Liter. Mit der großen Getränkebox, die Genau. unten steht. Da passen Literflaschen rein und ich habe hier natürlich noch oben einen separaten Gefrierbereich. Geht da eine kleine Pizza rein? Uff, ja, die kleine Gefaltet. ist groß. Gefaltet, ja. So, dreh dich mal um, denn hinter dir ist wirklich ein großes Bad. Da ist auch schon ein Spiegel, Genau. dass du dich sehen kannst. Es wurde hier geändert mit der Tür, die wurde versetzt auf die rechte Seite. Das ist sehr leichtläufig und wird dann nur angelehnt
während der Fahrt. Und hier haben wir auch das sogenannte Schwenkbad, wie wir es vorhin schon hatten, ähnlich wie beim Box Drive auf MAN. Warte, ich zeig mal, hier ist die Toilette. Wenn du dich mal kurz reinsetzt auf die Toilette, Beinfreiheit ist ja immer das große Thema für große Menschen. Das geht. Hier hat man über 30 cm noch Luft nach vorne. So, Schwenkbad bedeutet, wenn du das Bad immer nur 5 Minuten brauchst am Tag oder 10, dann kann man es wegschwenken. Ich gehe mal kurz in die Position. Man löst es einfach hier Ja. und schwenkt es dann einfach nach auf die Seite. Dann noch hier eine zusätzliche Trennwand, Ja, die man wegklappt. das war's. Und das war's. Und dann zieht man das einfach zu und man hat keinen Vorhang. Das sind alles wasserfeste Elemente. Ja, interessantes Detail ist hier der Ablauf, der oben nochmal drin ist, denn der ist für das Waschbecken. Der ist für das Waschbecken, ja. Ja. Das ist so gelöst, dass es dann dahinter wegläuft. Das ist spannend. Das sind so Detaillösungen. Wenn ich da jetzt siehst, denkst, was soll jetzt der Ablauf? Ist der gedacht für einen Kaffee wegzuschütten? nee. Der ist da so. Dann, das ist der Duschkopf, der wird einfach ausgezogen, der wird dann hier eingehangen. Genau. Und das ist die Dusche vom Waschbecken quasi. Richtig, richtig. Zeig nochmal, wenn du das rückschwenkt. Das ist nämlich tricky gelöst. Ja, also eigentlich sitzt der dann hier. Ja. Kommt die Dusche rein. Genau. Die Truma macht übrigens sehr schnell gutes, heißes Wasser. Also die steht der Alte in nichts nach, muss man sagen. Ja. Eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, die macht schneller heißes Wasser wie bei der Alte. Ja, wie bei der Alte. Außerdem ist das mit dieser Luftzirkulation gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay. Ich habe immer gedacht, das ist fürchterlich. Und dann war ich dann doch mal in der Truma drin und dachte mir, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Weil wenn die auf ganz geringer Lüftung steht, dann merkst du es fast gar nicht. Handtuchhalter ist mit drin. Jetzt ist es wieder zurückgebaut. Auch hier kannst du das Licht steuern. Gibt nichts Schlimmeres, bis am Klo und dann hast du kein Licht. So ist es. Das wäre es noch, genau. Da kann ich aber das Licht noch steuern, genau, sogar von außen. So, hier hast du eine Liegewiese sogar. Da vorne ist das Teil, wo ich eine Liegewiese machen kann. Genau, das Brett kann man in die Mitte, also ans mittlere Ende setzen und dann halt mit dem Zusatzpolster rechts dann ausfüllen und dann über die Leiter ins Bett steigen. Großes Kino, hier Ablagen noch mit drin, ein Vorhang, damit ich mich separieren kann, sogar aus Mikrofaser, das ist schön gemacht. Und riesige Schränke oben drüber. Auch hier kann euer Schreiner, kann der die Schränke wegbauen, wenn ich die gar nicht haben will? Hatten wir noch nicht den Wunsch, aber bestimmt. Alles, was man dran bauen kann, kann man auch wegbauen. Aber ich bin so ein Typ, ich würde mir da immer den Kopf stoßen an den Schränken. Also es ist so, manchmal ist ja weniger mehr. Die Leute werden jetzt sagen, du bist verrückt, lass die Schränke da, ich brauche den Platz. Aber kann sein, dann bist du der Erste. ja, ich brauche so irgendwie, dass ich mich da auch, aber wahrscheinlich ist das eine reine Gewöhnung. Wenn du ja erst einmal den Kopf gestoßen hast, dann weißt du, wo er ist oder Ja, schon. die meisten stoßen sich den auch nicht. Sehr schön. Ja, tolles Fahrzeug. Man sollte das alles erleben. Das ist, glaube ich, das größte Thema, was man hat. Denn auch die Sitzgruppe, das Umbauen und so weiter, du kannst das den Leuten zeigen. Wie wird das zum Beispiel umgebaut? Wie kann ich mich hier hinsetzen und die Schuhe anziehen? Das sollte man mal üben. Weil es gibt ja den einen oder anderen, der nicht so ganz so gut mehr zu Fuß ist, der sich dann auch mal abstützen möchte. Kommt man gut rein und raus eigentlich bei dem Auto? Definitiv. Also man hat ja hier den Coupé-Einstieg und man hat da hier vorne genügend Freiraum, um sich hier frei bewegen zu können. So, den gibt es nur als Schalter. Ist das so die bittere Pille, die du den Leuten erzählen musst, dass sie sagen, nee, nimm Schalter, weil einige wollen ja doch Automatik, oder gibt es eine ganz klare Schalterfraktion? Es gibt auch eine Schalterfraktion, wobei natürlich, wenn der Markt mehr Automatik anbieten würde, dann würde auch mehr Automatik gekauft. Das ist den Leuten egal letztendlich? Im Prinzip mittlerweile schon. Ja. Schon, ja. Gerade als Zweitauto, da spielt es, glaube ich, nicht die große Rolle. Genau, also im Camper ist das auch noch nicht so angelangt, dass man so viele Assistenzsysteme benötigt. Das kommt jetzt so langsam, weil sich die Camper selber etwas ändern. Ich setze mich mal gerade hier hin. Das ist ein echtes 4-Personen-Fahrzeug, würde man sagen. Also die Kinder kann man mitnehmen, die kann im Zelt dann pennen. Genau. In Frankreich. In Verbindung mit einer Zelt, also einer Schlafmöglichkeit, die außerhalb dieses Fahrzeuges ist, kann man auch wirklich zu viert reisen. Darf ich was ziehen hier? Ja, 2 Tonnen. 2 Tonnen. Also ich könnte hinten noch einen praktischen Anhänger dran machen, wo ich dann das Thema Zuladung ein bisschen kille. Also dass ich sage, ich nehme dann nochmal die Fahrräder auf den Anhänger mit und Genau. das machen auch viele, oder?
Ja, der eine oder andere hat so einen Kofferanhänger dann noch hinter, ne? Für sein Motorrad zum Beispiel. Im Baumarkt, die Dinger für 700 Euro. Genau. Die kannst du dann bis zu einer Tonne beladen und dann spielt es auch keine große Rolle. Da natürlich Anhängelast beachten. Tolles Fahrzeug, das ist die Arbeitsplattenerweiterung. Genau, die kann ich gerne noch vorstellen. Und die ist auch schnell zurückgebaut. Du hast selber Kinder? Ja, ich habe einen Sohn, der ist 5 Jahre alt und wenn ich natürlich mit dem Camper nach Hause komme, dann Der freut sich. da freut er sich sehr, ja. Oder wenn er mich hier besuchen kommt, dann will er in jedes Fahrzeug rein. Du kannst nicht Camper irgendwann nicht mehr sehen oder sagst dir, jetzt fahre ich auch noch privat mit dem Camping? Oder? Nö, ich fahre auch privat mit dem Camping. Also wir haben da richtig Lust drauf. Wir haben das auch neu für uns entdeckt, das Camping. Und ja, wir haben es in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Größen auch schon gemacht und werden es auch weitermachen. Gut, für die Kinder ist das ein Traum. Du bist zusammen mit Mama und Papa, liegst da in der Mitte vielleicht. Ja, Ja, ist er noch, genau. ja meiner ist 10, der kommt auch nachts gerne mal ins Bett um 2. Ja, so sind sie, die Kinder. War so, ich glaube, ich habe bis ich 14 war, Oma und Opa in der Ritze gepennt. Ja, cool. War so der. Nee, ich glaube mit 14 nicht mehr. Warte. Aber Ja, ein toll. richtiges Highlight haben wir hier nochmal. Erzähl mal. Ein Highlight, jetzt bin ich mal gespannt. Was, ein Staufach? Nein, ein Versorgungsfach. Unsere Servicebox von Knaus. Das heißt, Also- du hast zentral hier alles, was du benötigst, um deinen Strom anzuschließen. Der wird hier schön. Das muss Da ist jetzt kein Strom, der ist nämlich, glaube ich, auf der Seite. Genau, Der ist da. Ja. Also vielleicht, Vorschlag ist, wir lassen es drin. Es gibt nämlich viele Versorgungsboxen, die haben den Stromanschluss dort an der Stelle. Ja, genau. So, und der hat den jetzt hier. Genau. Das, Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug ist, weil er die Elektronik ja. hier hinten links drin sitzen hat. Gut. Das heißt, die Aufbaubatterie sitzt auch hier drin. Deswegen ist die Stromversorgung gerade bei dem jetzt von außen. Bei den meisten anderen ist nämlich in der Versorgung. Ich habe auf der Messe, war nämlich ganz witzig, ist mir der gleiche Fehler passiert, habe ich anmoderiert und da ist auch die Stromversorgung drin. Und da habe ich nach rechts geguckt, ja. Denn üblicherweise ist hier nämlich sogar eine Durchreiche von innen nach außen, nach unten. Normal hat man so eine Klappe hier drin. Die können wir sicherlich in dem nächsten Fahrzeug auch mal nachgucken. Zeigen. Du kommst auch super rein. Genau. Reinigen die Leute wirklich mit dem Tuch schon mal die Tanks? Oder? Habe ich so noch nicht gesehen. Also Da ist so ein hier reinigen. ja, genau. Das ist einfach nur eine Serviceklappe, dass man dann da auch vernünftig dann auch dran kommt. So, da sieht man schön. Ja, wenn ich das haben möchte, dann komme ich am besten nach Osnabrück, zumindest in die Nähe davon, nach Bissendorf, Fäger und Wels. Einer der wirklich größten Caravanhändler Deutschlands. Seid vielleicht nicht so ganz so groß wie der Freistaat, aber man muss sagen, alles ist hier ein bisschen familiärer. Keine 300 Mitarbeiter, sondern nur 60. Ihr habt wirklich von ganz klein bis ganz groß. Ihr habt auch Wohnwagen. Ja, natürlich haben wir auch Wohnwagen. Wir haben die Marken Weinsberg, Knaus, Hobby und Tabat. Ja, da vorne steht er von hinten. Knaus. Ja, muss ich wirklich umparken im Kopf, wie die Werbung bei Opel früher war. Hatte ich so eher so als Einstiegs- bis Mitte in Erinnerung. Hat sich stark entwickelt. Ja, definitiv. Also die sind in Richtung Premium gewachsen und gewandert und haben sich dort jetzt auch verfestigt. Vielen, vielen Dank. Wie kann ich dich erreichen? Hast du eine Rufnummer? Ja, unter der 05402 92 99 und die 27. 92 99 und die 27, die 05402 92 99 0 wäre die Zentrale oder die 24 seine Durchwahl. Ich danke dir herzlich und jetzt zeigen wir den hier, den Vanti E Plus Platinum Selection. Was dahinter steckt, werden wir gleich mal sehen. Das war jetzt kein Platinum Selection. Nee, das ist der Vansation. Der Vansation. Danke. Tschüss. Tschüss.